liebe Freunde, dieses Wochenende geht der Motor mit ans Boot. Wir bereiten alles vor. Der war jetzt über den Winter im Keller. Und dafür haben wir extra so einen Wagen, wo der Motor wunderbar den Winter im Keller überwintern kann. Und ist schön gerade. Jetzt müssen wir den nur kippen. Und dafür muss er entsprechend auf die richtige Seite gekippt werden. Und man sieht hier schon eine Beschriftung, dass diese Seite nach oben muss, damit das Öl nicht entsprechend aus dem Motor rauslaufen kann. Der Motor ist gut verstaut im Auto für die Fahrt nach den Niederlanden. Hier ist unser Motorständer. Da habe ich im Internet gekauft. Macht einen guten Job für den Winter. Da steht der Motor warm und sicher drauf bis zum nächsten Frühjahr. So, als nächstes müssen wir uns jetzt mal um das Boot kümmern. Ich hatte das letzte Woche schon mal trockengelegt. Aber das Ventil veralkt immer wieder, auch Blätter, die in das Boot reinfallen, verstopfen das Ventil. Bevor wir das jetzt ins Wasser lassen, müssen wir erstmal wieder das Boot leeren. Obwohl es schräg hängt, bleibt das nicht leer. Ich muss mal gucken, dass wir das Boot ein bisschen runterlassen. Da muss ja noch erst das Wasser raus, ne? Ja. So, da unten noch einen Schraubenzieher in das Ventil reinstecken, dass es besser abläuft. Zum Glück ist es nicht so warm gewesen, sodass es nicht so doll veralkt ist. Das habe ich ja letzte Woche erst sauber gemacht. Dann stecken wir mal einen Schraubenzieher hier rein, damit es sauber ablaufen kann. Das sieht aus, als wenn bald wieder die nächste Husche kommt. So, mehr geht halt nicht. Mehr geht nicht raus. Jetzt können wir den Stopfen drauf machen und können dann das Boot zu Wasser lassen. Das noch leicht aufpumpen. Zum Glück scheint die Sonne ein bisschen, sodass das Boot etwas prall ist. Wir dürfen nicht zu weit aufpumpen, sonst wird uns das im Hochsommer eventuell platzen. Und jetzt pumpen wir so weit auf, dass man das nicht mehr so einfach reindrücken kann. Dann ist das auch für den Sommer kein Problem. Den Motor zu montieren reicht das jetzt erstmal. Und wir können lieber im Sommer, wenn wir es nutzen, nochmal nachpumpen. Und da kann es nicht passieren, dass uns das Boot hier an der Davids platzt. Ja, das Boot ist bereit. Der Motor liegt schon im Auto. Und wir haben es auch nicht weit zum Boot. Wir können es gleich einbauen. Und jedes Jahr dasselbe Spiel. Der Motor geht mit nach Hause, jetzt kommt er wieder mit hierher. Und der starke Peter, der macht das so ganz mal so nebenbei alleine. Ja. Da muss natürlich ja wieder an das Beiboot ran. So, wir machen jetzt noch eine Leine an den Motor, Ja, damit, wenn der uns ins Wasser fällt, dass wir den auch wieder hochziehen können. Das heißt, nur eine Sicherungsleine. Mit der Leine könnten wir den Motor wieder aus dem Wasser holen, falls er uns doch wieder erwarten reinfallen sollte. Ich halte hier. Ja. Hier einmal noch drehen. Na, ein Stückchen zurück, genau. Okay. Ist auch mittig. Das müssen wir jetzt noch prüfen. Auf jeden Fall sitzt er schon mal drauf. Müssen wir etwas noch da. Gucken wir zurück. So. Damit ist der Motor schon mal fest. Aber das war's schon. Jetzt können wir auch die Sicherungsleine wieder abmachen. Ach, ein bisschen doof, weil da ein Knoten drin ist. Ne? Ja. Die alte Leine können wir noch auch wegschmeißen. So. Wir schließen jetzt noch den Motor an. Ich habe den Tank mitgebracht. So, okay. Und das Besondere, das ist ja hier ein Einspritzer. Und der Unterschied zwischen Einspritzer und Vergaser ist, dass man beim Einspritzer nicht so viel Benzin pumpen muss. Das heißt, einmal pumpen sollte quasi schon reichen, dass er anspringt. Wir haben früher immer den Fehler gemacht, viel zu pumpen. Okay, ohne dem geht natürlich nichts. Sicherheit geht vor. Einmal ums Handgelenk. Und theoretisch, wenn alles gut geht, startet jetzt schon der Motor. Und es geht.
Ne? Ne. Ja, trotz Winterlager, der Motor springt sofort an. Das ist halt der Unterschied zwischen Vergaser und Einspritzer. Früher haben wir gepumpt und dann ist der Motor erstmal 10 Minuten nicht gelaufen. Wir haben gedacht, der Motor ist kaputt. Wie immer liegt es an mangelnder Technik und wenn man nicht genau weiß, wie es geht, aber alles super. Das Boot ist vorbereitet, schon wieder festgemacht an der Davids. Ich habe noch ein bisschen poliert hier, die Seiten. Und jetzt ziehen wir es mal hoch. Dafür müssen wir das natürlich hier wieder abmachen. Man auch dran kann. Ich muss leider immer aufpassen, dass das Boot von der Kante wegkommt. Das Boot hängt wieder. Der Motor ist dran. Wir sind jetzt urlaubsklar. Nur das Wetter muss noch mitspielen. Damit uns keiner den Außenborder entwenden kann, schließen wir den auch noch an mit einer dicken Kette und 2 Schlössern. Den machen wir dann hier noch an der Davids fest. Ja, damit ist der erstmal gesichert. Damit das Boot hinten nicht so schaukelt, haben wir das auch noch mit einer Leine links und rechts leicht fixiert, sodass, falls es mehr Welle gibt, das Boot relativ ruhig liegt. Das war jetzt die Montage des Motors und des Schlauchboots. Und dann bis zum nächsten Mal.